Hallo, ich bin Kiri. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video will ich euch meine Geschichte erzählen. Als ich 21 Jahre alt war, bin ich ganz alleine nach Norwegen ausgewandert. Ich folgte meinem Herzen, obwohl ich riesengroße Angst hatte. Aber ich musste es einfach tun. Eigentlich wollte ich nach Schweden. Wieso ich dann doch in Norwegen gelandet bin und wie ich überhaupt darauf gekommen bin, nach Skandinavien auszuwandern, das erzähle ich euch in diesem Video. Alles begann eigentlich mit Astrid Lindgren. Ihre Bücher begleiteten mich durch meine Kindheit und die Begeisterung für ihre Werke hat nie aufgehört. Als ich dann zum ersten Mal in Schweden war, da war ich 14 und ich habe mich einfach sofort in dieses Land verliebt und mich so wohl gefühlt in dieser Astrid Lindgren-Welt. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt und das ist auch noch bis heute so, sowohl in Schweden als auch in Norwegen. Es ist einfach mein Zuhause, mein Seelenzuhause. Ich weiß noch, dass ich schon mit 14 Jahren damals, als ich zum ersten Mal in Schweden war, beschlossen hatte, hier möchte ich später leben. Und jedes Mal musste ich sehr weinen auf der Fähre, wenn der Urlaub in Schweden zu Ende war und wir wieder nach Hause gefahren sind, nach Deutschland. Ich habe davon geträumt, in einem roten Holzhaus zu leben, an einem See, umgeben von tiefen Wäldern. Und ich wollte wie Ronja Räubertochter durch die Wälder streifen und naturverbunden leben. Als ich in der 10. Klasse war, da war ich mir ganz sicher, ich will nach Schweden. Wenn ich mit der Schule fertig bin, dann will ich nach Schweden gehen. Wie? Das wusste ich noch nicht. Aber ich wusste, dass ich es tun wollte und musste. Als die Lehrerin uns fragte, ob wir denn schon Pläne haben, was wir nach dem Abitur machen wollen, da erzählte ich ganz stolz, ich gehe nach Schweden. Und ich weiß noch, dass die Lehrerin mich ganz komisch angeguckt hat. Und sie hat gesagt, was? Du willst ganz alleine in ein fremdes Land gehen? Das glaube ich nicht. Du bist doch viel zu ängstlich und zu schüchtern. Da hat sie mir beinahe den Mut genommen, an meinen Herzenswunsch zu glauben. Denn es stimmte, ich war schüchtern und ich habe mich nicht viel getraut. Vor allen Dingen nicht alleine. Aber der Wunsch war immer in meinem Herzen. Ja, und jeden Sommer, wenn wir wieder in Schweden waren, wurde der Wunsch größer. Und ich wusste, ich muss es tun. Ich muss meinem Herzen folgen. Ich habe eigentlich gar keine Wahl. Die Jahre vergingen. Jeden Sommer waren wir wieder in Schweden. Ich machte mein Abitur und eine Ausbildung als Erzieherin und plötzlich war es soweit. Nur noch wenige Wochen, dann sollte es nach Schweden gehen. Es gab nur ein Problem. Noch immer hatte ich keine Arbeit gefunden in Schweden. Eigentlich wollte ich als Au-pair in einer Familie arbeiten. Aber die Au-pair-Zentrale hatte genau zu der Zeit nicht nach Schweden vermittelt. Ich habe alles Mögliche versucht, um privat eine Familie zu finden, aber es ist mir nicht geglückt. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich machen sollte, denn einen Plan B, den hatte ich nicht. Ich wusste nur eins, ich will unbedingt nach Schweden, auch wenn ich gleichzeitig Angst davor habe.
Ich wusste immer noch, ich muss meinem Herzen folgen. Und so belegte ich einen Kurs bei der Volkshochschule und lernte schon mal 6 Wochen Schwedisch. Und dann tauchte plötzlich die Lösung auf. Durch einen Zufall haben wir erfahren, dass eine norwegische Familie ein Au-pair sucht. Ich war noch nie in Norwegen gewesen und kannte das Land gar nicht. Aber meine Eltern hatten schon mehrmals dort Urlaub gemacht und sie sagten, weißt du was, Norwegen ist mindestens genauso schön wie Schweden, wenn nicht sogar noch schöner. Und das ist jetzt deine Chance. Ich nahm also Kontakt mit der Familie auf und nur wenige Wochen später ging es nach Norwegen. Ich war so unglaublich aufgeregt. Zum ersten Mal in meinem Leben sollte ich ganz alleine reisen und dann auch noch gleich auswandern. Ich wusste schon, wenn ich jetzt gehe, dann komme ich wahrscheinlich auch nicht wieder. Ich wusste, wie sehr ich Schweden liebe und ich dachte mir, wenn ich Norwegen genauso liebe, dann will ich bestimmt nie mehr zurück. Der härteste Moment war der Abschied. Als ich ganz alleine in dem Bus saß und zu meinen Eltern guckte, die da standen und winkten und immer kleiner wurden, da habe ich nur gedacht, oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Alles, was mir vertraut ist, Freunde, Familie, lasse ich zurück. Und dann war ich in Norwegen. War es das Land meiner Träume? Hier sind ein paar von meinen ersten Eindrücken. Ich habe mich auch hier sofort verliebt, in das Land der Felsen, das Land der Seen, das Land der Wälder und Berge mit den schönen Holzhäusern. Hier in Südnorwegen war es wirklich ähnlich wie in Schweden. Ich kam im September an. Es war Herbst und wurde bald Winter. Endlich richtiger Winter. Hier bin ich als Au-pair. Ich habe in einer Familie mit 3 Kindern gearbeitet. Ich habe gelernt, mich alleine in der Natur so richtig wohl zu fühlen. Ich habe gelernt, dass auch schon die ganz kleinen Kinder Skifahren lernen. Und ich habe selbst Skifahren gelernt. Ich habe Trolle kennengelernt und riesen Schneemänner. Ich habe gelernt, Feuer im Ofen zu machen und die norwegische Sprache fließend zu sprechen. Und vor allen Dingen habe ich gelernt, dass wenn ich den Sprung ins kalte Wasser wage und meinem Herzen folge, dass ich dann so viel wachsen darf, dass ich endlich lernen konnte, alleine klarzukommen und mich getraut habe, alleine zu reisen. Zum ersten Mal war ich alleine in Schweden. Und ich bin viel stärker geworden, als ich vorher war. Deswegen möchte ich jedem von euch raten, folge immer deinem Herzen und deinen Träumen und wage es. Wage den Sprung ins kalte Wasser. Lebe dein Leben und genieße es. Es lohnt sich. Und ja, ich lebe immer noch in Norwegen, 30 Jahre später. Und ich lebe meinen Traum. Und wie es weiterging in der ersten Zeit in Norwegen, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich erzähle davon, was mir geholfen hat, die norwegische Sprache schnell zu lernen. Und wie es war, ganz alleine in einem fremden Land zu leben. Ich erzähle auch von meinem Heimweh
und was ich getan habe, um es zu überwinden. Ihr erfahrt auch, warum ich dann in Norwegen geblieben bin. Und noch mehr. Wollt ihr etwas Bestimmtes erfahren über meine erste Zeit in Norwegen? Dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar unter das Video. Ich freue mich auch wirklich sehr, wenn ihr mich wissen lasst, ob euch dieses Video gefallen hat. Danke.